Hallo, mein Name ist Nicole Riedl und ich arbeite hier bei Assistenz24. Assistenz24 ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen, das sich auf persönliche Assistenz spezialisiert hat. Das heißt, wir begleiten körperlich beeinträchtigte Personen, psychisch kranke Menschen, sinnesbehinderte Menschen im Alltag. Einfach immer mit der Philosophie, dass es zu zweit einfacher ist als alleine, mehr Spaß macht. In meiner Arbeit muss ich mich viel mit unserer hörenden Buchhalterin austauschen. Wir kommunizieren viel miteinander, zum Beispiel durch schriftlichen Austausch, E-Mail oder durch unser internes System. Meine Chefin Valerie gibt mir unterschiedliche Aufträge, zum Beispiel das Ablegen von Gerichtsdokumenten oder Postwege, Dokumente und Rechnungen für die Buchhaltung vorbereiten, einordnen und Arbeitsberichte schreiben. Da passiert dann miteinander einfach eine neue Aufgabenverteilung. Ja, also Niki kann nicht telefonieren, spielt keine Rolle. Es gibt einfach einen Dienstplan für die Telefondienste oder für wer macht Telefonakquise oder wie auch immer. Dafür macht die Niki andere Aufgaben. Also das ist dann in mehreren Klausuren und Teamsitzungen entstanden, wie die Aufgaben umverteilt werden können. Und da darf man sich echt nicht entmutigen lassen. Also geht auch manchmal schief, ja, macht nichts, aber das Positive, was die Mitarbeiter aus dem Lernen in dem Miteinander mitnehmen können, das können sie dann auch sehr gut für ihre Kunden umsetzen. Ich habe die Niki kennengelernt bei ihrer eigenen Geburtstagsfeier hier im Büro, das war vor ungefähr 2 Jahren. Und sie war schon vor mir bei der Firma Assistenz24. Sie hat mir damals noch ein Stück dort in die Hand gedrückt und ich habe mich bedankt und habe aber nicht gewusst, dass sie mich nicht hören kann, weil ich war auch nicht darauf vorbereitet, dass sie eine gehörlose Mitarbeiterin angestellt ist. Und ich habe dann gleich versucht, mit ihr zu reden. Bin dann im Laufe des Gesprächs drauf gekommen, dass sie mich nicht hören kann. Aber die Niki ist total kommunikativ und hat sofort mit mir halt auch gebärdet, was ich leider nicht verstehe, aber es war auch kein Problem. Also sie hat kein Problem daraus gemacht und ich auch nicht. Beim ersten Kennenlernen habe ich mich vorgestellt und informiert, dass ich schwerhörig bin. Sie war erstaunt und fragte nach: Ach so, du bist schwerhörig, du kannst also von den Lippen lesen. Und ich meinte: Ja, ich verstehe dich, wenn du langsam sprichst. Ich habe mir das eigentlich schwieriger vorgestellt. Also wenn ich vorher mir groß Gedanken darüber gemacht hätte, dann wäre es vielleicht nicht so einfach geworden, wie es im Endeffekt war. Also es war eigentlich locker und das ist es bis jetzt auch geblieben. Die hörenden Kolleginnen sind mit mir hier sehr zufrieden. Wir kommen gut miteinander aus. Ich bin ja die erste und einzige gehörlose Mitarbeiterin. Ich wurde angestellt und arbeite hier nun als Bürokauffrau. Mein Prüfer von der Lehrabschlusskommission hat mich nach der Prüfung gefragt, wie ich selbst mein Ergebnis einschätze. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir sicher bin, dass ich es geschafft habe. Er antwortete: Ja, du hast bestanden. Schriftlich habe ich eine 3 bekommen, mündlich eine 1. Und mit der Nicole habe ich einfach auch eine Kollegin, mit der ich, wenn ich im Büro bin, eben gebärden kann. Das ist für mich eine tolle Übung. Ich war sehr überrascht, dass eine hörende Kollegin Gebärdensprache lernen möchte. Ich meinte: Kein Problem, ich kann dich unterstützen und dir helfen, deine Gebärdensprache zu verbessern. Und abgesehen davon, wenn gehörlose Klienten kommen, brauche ich sie teilweise schon, weil ich zwar Gebärden gelernt habe, aber es gebärdet jeder anders, es gibt Dialekte und da stehe ich dann auch manchmal an. Und da bin ich auch froh, dass sie da ist und mir übersetzen kann, wenn ich was dann doch nicht verstanden habe. Meine Chefin kann gebärden. Das ist für mich sehr angenehm. Die Teamarbeit läuft ebenfalls super. Ich fühle mich hier nicht alleine. Wir sind ein Team, wir tauschen uns aus, wir kommunizieren miteinander. Meist durch Schreiben. Das läuft super hier. Ja, ich habe vor kurzem in einem Vortrag gelernt, dass es nicht mehr Menschen mit besonderen Bedürfnissen heißt, sondern nur Menschen mit situationsangepassten Erfordernissen. Und das würde ich auch so beschreiben. Es ist sehr oft, dass wir so festgefahren sind im Fahrwasser, weil das haben wir immer schon so gemacht. Und es gibt einfach die Möglichkeit umzudenken, zu schauen, ob man vielleicht den Arbeitsalltag anders gestalten kann, ohne Wertung. Also nicht das eine ist besser, das andere ist schlechter, sondern es gibt einfach so viele Möglichkeiten heutzutage, auch technologische Hilfsmittel etc., dass ich einfach den Arbeitsalltag anders gestalten kann, sodass er für alle Personen trotzdem sehr gut funktionieren kann. Und manchmal muss ich halt
mich einlassen auf Experimente.